Ja, zu dem Zeitpunkt, als dieses Fahrzeug produziert wurde, war ich gerade mal, ich muss mal legen, 9 Jahre alt. Und Camping, ja, das war so eine Geschichte, die meistens ja dann mit dem Wohnwagen oder mit dem Zelt stattgefunden hat. Mit Dachzelten, mit ganz, ganz vielen Dingen, aber nicht mit einer, ich sag mal, Fahrerkabine, die so phänomenal aussieht wie diese hier und die noch fast genauso aussieht wie heute. Grüß dich, Stefan. Ja, grüß dich, Sven. Es ist schon so ein Zeitzeugnis, so ein kleines bisschen. Er fährt, muss man sagen. Er ist zugelassen, hat ein H-Kennzeichen und sieht aus wie damals. Sieht aus wie damals. 1977 haben wir dieses Fahrzeug das erste Mal produziert und seitdem noch eine nennenswerte Stückzahl gemacht in den vergangenen Jahren. Und das Fahrzeug haben wir irgendwann rückgekauft, nachdem es von einer Zeitschrift als Projekt renoviert wurde. Und das ist durchaus unser Stolz in der Ausstellungshalle. Das ist so, ich denke mal, auch ein Zeitzeugnis dafür, dass ihr gute Dinge nicht verändert. Das heißt also, das, was damals schon gut war, ist heute auch noch gut. Ich nehme an, auch hier ist das Aluminium umgefalzt. Richtig, ja. Die Kabinenbauweise ist fast unverändert. Wir hatten damals nur 35 mm Wandstärken statt jetzt 40 mm. Und wir haben 1995 muss man ja inzwischen sagen, noch die Eckverbindung geändert. Aber die Grundidee unserer Kabinen, die ist seit Anfang an, ist die so, wie sie heute auch noch ist. Und auch wenn man gleich mal innen reinschaut, es ist ein Bimobil. Und wenn man ein aktuelles Bimobil reinschaut, man erkennt definitiv von den Ursprung. Ja, Gas, Heizung ist eingebaut. Ihr habt, oh ja, das hier ist ein deutliches Detail für bayerische Erfindungskunst. Ihr habt eine große Heckklappe eingebaut, die werden wir uns gleich mal angucken. Wir gehen aber zunächst mal ganz ehrfürchtig drumherum. EBE steht für? Ebersberg. Ebersberg, das ist hier der Landkreis. Das ist Landkreis, wo die Firma Bimobil zu Hause ist. Sprich, wir sind im Gewerbegebiet Aich in Oberpframmern und das ist eben Landkreis Ebersberg. Ja, erzähl mal so ein kleines bisschen die Geschichte von Bimobil. Vielleicht nicht gerade eine halbe Stunde, aber vielleicht so in einer Minute mal. Ja, wie sich sicherlich rumgesprochen hat, habe ich die Firma von meinem Onkel übernommen, mache das jetzt mit meiner Frau zusammen. Und mein Onkel hat mit seiner Frau im Studium schon Bullis T3 ausgebaut. Das fand ich als Kind schon ganz, ganz faszinierend, wenn er dann um die Ecke kam und gesagt hat, wir fahren jetzt nach Griechenland. Und irgendwann nach dem Studium war er im Kernkraftwerk als TÜV-Ingenieur angestellt, aber das war ihm viel zu bürokratisch und da war er viel zu rege dafür. Und dann irgendwann gesagt, ach weißt du was, ich mache mein Hobby zum Beruf und hat dann über mehrere Jahre hinweg die Firma Bimobil gegründet, zuerst alleine, dann mit einem Mitarbeiter. Und auf die Art sind wir halt inzwischen bei inklusive Teilzeitkräften 80 Mitarbeitern, machen so knappe 100 Reisemobile im Jahr. So, wir haben hier mal direkt neben einen EX420 gestellt. Die Dimension, wie alles im Leben, ist gewachsen. Früher die Parkplätze auf dem Edeka-Markt, die waren winzig im Vergleich zu heute. Das ist ein kompaktes Fahrzeug, schon ein bisschen größer. Es geht noch ein bisschen kleiner, gell? Es geht auch kleiner. Wir haben eben unsere Pickups, wir haben auf dem Sprinter ein 6,10 Meter Auto. Wir haben relativ viele Modelle mit Alkoven, die zwischen 6,5 und 7 Meter liegen. Ja, und daneben, wo wir gerade wieder drauf leuchten, den alten Oldtimer, der so richtig schön kompakt und klein war. Und wenn man ehrlich ist, man konnte darin genauso fahren und wohnen. Und ich war vor 3 Jahren mal auf einer Veranstaltung mit dem Auto. Das Auto hat immer noch aktuelle Fahreigenschaften, liegt super auf der Straße und macht echt Spaß, so ein Oldtimer. Aber es ist ein Oldtimer, muss man sagen. Das heißt, die Garantie für 10.000 Kilometer ohne Interventionen, die ist nicht gegeben. Man sollte ein bisschen schrauben können bei so Autos? Absolut. Aber der Vorteil ist, wenn man schrauben kann, man sieht auch noch, wo man schraubt. Das heißt, es ist übersichtlich und einfache Technik. Das Auto hier, du bist ja jetzt zum Glück 20 Jahre älter als ich, kennst dich aus mit diesen Autos, weil die sie damals früher selber gefahren. Nee, wir sind tatsächlich ein Baujahr. Genau. Das heißt, du warst damals auch 9. Ich war genauso 9 wie du. Aber ein 504, der gilt als absolut robustes Auto, ist noch ganz, ganz viele Jahre danach, wo er hier schon nicht mehr gab oder nicht mehr gebaut wurde in Europa, ist er in Afrika noch gelaufen. Die ganzen alten 504 sind noch nach Afrika rübergegangen, haben dann nochmal eine zweite und dritte Chance gehabt. Also das war schon ein richtig gutes, phänomenales Auto.
Ja, 2. März 2021, die Leute lechzen nach Camping. Und wenn man das hier so sieht, so eine Aufbaukabine, die, ich sag mal, es damals ja möglich gemacht hat, so eine Kabine multifunktionell auf mehrere Autos zu setzen. Also das würde ja heute auch noch gehen. Du könntest sie abschrauben, könntest du auf den nächsten machen. Gut, das wird jetzt kein Mensch mehr machen, weil der in 100 Jahren wahrscheinlich auch noch hier steht. Also der ist nicht verkaufbar, der macht uns einfach Spaß und ist auch ein Stück weit eben Aushängeschild für die Firmenhistorie. Aber ja, die Kabine wäre noch auf ein aktuelles Fahrgestell umzusetzen. Mach mal auf, bitte. Na klar. Die Inneneinrichtung. Ah, hier, ein nettes Detail. Eine Trittstufe. Da gab es die elektrischen Trittstufen noch nicht damals. Die Da ist hat ja, man sich noch behelfen müssen. die ist ja fast elektrisch. Fast elektrisch, ja. Ah, das ist der Boden, wo du mir gesagt hast, früher habt ihr den auch am Boden verwendet. Richtig. Ja. Inzwischen machen wir das Sisal nur noch an den senkrechten Flächen, Sitzstaukästen. Früher war das auch im Boden, aber das hat sich als Bodenbelag nicht so bewährt, wenn man den Sand ganz schlecht rauskriegt. Aber als Bezug für den Sitzstaukasten ist das eine hervorragende Sache, auch heute noch, weil man halt den ganzen Abrieb von den Schuhen nicht sieht. Das ist aber auch ein Teil, nehme ich an, das ist jetzt auch Tradition, ihr müsstet ja kein Sisal mehr verwenden. Also das habt ihr damals verwendet, heute verwendet, aber es ist ein sehr, sehr praktisches Material. Man hat sich einfach bewährt, ja, ist ein praktisches Material. Komm, ich gehe mal kurz rein. Dass wir mal, Stefan, warte mal ganz kurz, dass wir einmal ganz kurz den Schwenk machen. Ich weiß, dein Auto, aber ich brauche mal ganz kurz den Platz, weil die Leute immer gerne mal so eine Übersicht haben. Das heißt, auf der rechten Seite, wie heute, das Bett. So, du darfst mal reinkommen. Boah, ist das groß im Vergleich zu den Wohnwagen. Ich habe ja mal im Hümer-Museum diese Wohnwagen um die Zeit gefilmt. Die waren winzig. Ja. Da war das hier quasi schon der Jumbo-Jet auf dem Campingplatz. Absolut, ja. Und wenn man ehrlich ist, man hat alles, was man wollte. Das war beheizbar hier. Es war gut isoliert. Man konnte damals schon im Winter wegfahren. Und schöne Sitzgruppe für 2 Personen, Liegefläche für 2 Personen. Nicht 1,40 m oder 1,60 m Bettbreite, was man halt heutzutage wünscht. Aber wenn man ehrlich ist... Gut, die Leute haben ja, das waren die 70er, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber die haben sich ja deutlich mehr geliebt wie heute. Da waren auch irgendwelche anderen Sachen auch gang und gäbe, die heute verteufeln, sage ich jetzt mal. Festivals. Fernsehen und Internet gab es ja nicht, das heißt, man hatte Zeit für andere Sachen. Ja, wir wollen da nicht so sehr ins Detail gehen, aber ihr wisst, was ich meine, denn... Ich meine natürlich lesen. Lesen. Hier ist alles rot, also die Farbe der Liebe. Ist das dem nachempfunden oder war der rot? Also der kam ja, ich habe auf den Bildern gesehen, der war damals, glaube ich, beige, oder? Der war mal beige und ist aber aus der Schweiz zurückgekauft worden und war natürlich schon ein altes Fahrzeug und die Besitzer hatten da sicherlich mehrfach die Stoffe gewechselt. Also hier stehen wir ja eigentlich vor einem Relikt, das sehr schön beschreiben kann, dass man ein Bimobil prima restaurieren kann, weil die Basis eben nicht bei einmal Schmürgeln weg ist. Es gibt auch kein Foliendekor hier oder Fototapete, ist alles echt. Nein, das ist alles echt. Hier. Das bauen wir immer noch so. Pushlock. Pushlock, Massivholzleisten und Sperrholz mit Echtholzfurnier. Genau, mach mal auf. Also das Geile ist ja so echt Pushlock, diese moderne Technologie. Ja. Und da guckst du so 1977, Pushlock. Gut, ist nichts Neues, oder? Nein, nichts Neues. So, da vorne ist das Bordbuch. Ja. Echt? Die Unterlagen. Mach mal auf. Ich halte mal kurz weg, nicht, dass... Lass uns mal kurz überraschen. Dass irgendwas Böses da drin ist. Nee, geht. Oh. Ist da vielleicht ein Handbuch dabei? Guck mal. Schauen wir mal. Ach, damals gab es auch die Anleitung schon auf USB-Stick, gell? Ja. Und mal siehst du, da haben wir noch die ganzen Unterlagen. Genau, vielleicht mal so ein Prospekt, wenn du noch eins hast. So. Dass man so ein bisschen... Ah, das sind so Teile von der Restaurierung. Ja, da haben wir doch die Dokumentation der Restaurierung. Entschuldigung, ich mach das Ding mal eben aus. Ja, ist der Schicht der Geschäftsführer. Ja. Mit dem Handy von Caterpillar, muss ja auch so sein. Ja, natürlich. Im Offroad-Bereich. Und davon treu bleiben.
Ah, okay, das heißt, die haben das ganze Ding nackt gemacht. Die haben das Auto richtig entkernt und richtig sauber aufbereitet. Warte mal kurz. Ja. Ich muss mal gerade filmen. Ja, bitte eins weiter. Okay, also nach allen Kenntnissen das war eine des professionelle Oldtimer-Restaurierung. Ich glaube, da hat sich jeder Cent, den du da investiert hast, du hast ihn ja anschließend übernommen von dem Verlag, der das damals gemacht hatte, als Projekt, nehme ich an. Das war ein Projekt, ja, entsprechend großer Artikel. Okay, weiter. Und nein, das hat sich absolut gelohnt. Die haben das professionell gemacht. Wir haben uns um die Wohnkabine gekümmert und haben die nochmal aufbereitet. Haben also auch wirklich nochmal unsere Restbestände aus der letzten Ecke des Lagers rausgeholt, dass wir die Originalteile verwenden. Das gab es noch. Das ist also wirklich entsprechend aufbereitet. Ja. Jetzt sieht man es. Mach mal eins weiter. Das ist wahrscheinlich nur die Karosse. Das ist alles nur Karosserie. Karosse. Ah, da wurde er dann rot lackiert. Ja, da hat er dann seine Farbe gekriegt. Ah, die Farbe steht ihm gut. Absolut. Und das war halt eine der gängigen Farben damals. Gut, heute ja immer noch so. Ja. Da vorne ist so ein Prospekt, guck mal gerade, da drunter, unten drunter, da liegt so eine CDs, gab es ja auch noch nicht, aber da waren die ganzen Bilder drauf. Das sind die Bilder drauf. Oh, da schauen wir nach. Nein, das sind historische Bilder noch dabei. Ja. Warte mal Schau mal, gerade. das ist der alte Prospekt. Das ist der... Den Weiher gibt es immer noch hier in Oberfrommern. Achso, den gibt's noch. Den Weiher gibt es noch. Auch da entsteht aktuell ab und zu mal ein Prospektbild an dieser Stelle. Genau, wenn du es mal kurz rausnimmst, das Prospekt. Ja. Wie gesagt, auch die Kopien sind natürlich nicht von 1977, aber der Prospekt ist von damals. Nee, echt? Warte mal kurz, ich muss das mal gerade filmen, sonst beschweren sich die Leute wieder. Wenn du es mal gerade hinlegst auf die... Sag mal auf den Tisch. Nee, das Tisch ist zäh. Nee, Tisch ist hell, aber hier, genau, das ist perfekt. Super. Und dann kann ich einfach mal zeigen, weil für alle Freunde des Standbildes Husky, habt ihr den Namen mal geändert zwischendurch? Nein, der ist auch geschützt. Okay. Du hast selbst einen Husky, sowas ähnliches? Ich hatte 13 Jahre einen Husky. Von 2000 an bis 2013. Damals noch auf dem Mitsubishi L200, ein Husky 230. Guck mal hier, Ruth, der, was weiß ich, so kann das Basisfahrzeug beispielsweise mit der abgebildeten Wechselpritsche der Saarbrücker Karosseriefabrik GmbH, wir kommen aus Saarbrücken, Eschberger Weg 11 bis 17 genutzt werden. Und hier sieht man auch noch die Daten, sagenhafte 42 PS. Das hier ist ein Benziner, gell? Ja, das ist ein Benziner. Genau. Und hier sieht man auch die Pritsche, das heißt multifunktionell. Wenn du mal bitte eins weitergehst. Das ist wahrscheinlich schon die Rückseite. Ah gut, da sieht man natürlich auch die Bauzeichnung. Den Grundriss heute. Da sind die Angaben in Millimeter. Eigengewicht des Aufbaus, guck mal hier, 490 Kilo. Ja. Wir haben ihn eben rausgeschoben, muss man sagen, weil die Batterie war tot. Und das ging problemlos mit 3, 4 Leuten. Wir dachten zuerst, wir kommen den Hang nicht hoch. Nee. Nein, das Auto ist leicht. Da war noch nichts drin. So, und da Das sieht ist man einfach gebaut. morsche Sänften. Die Peugeot 404 waren keine Rostverächter, doch als Komfortkutschen taugen sie bis heute. Also das ist ein richtiges Kultauto. Ja. Ich nehme an, die hatten einige Überraschungen bei der Restaurierung. Da war ich leider nicht dabei, aber ja. Wie immer im Leben. Wie immer. Was haben wir hier noch? Ah, genau, wenn du mal so lieb bist, das Prospekt nochmal von vorne zeigst. Ich muss noch einmal kurz... Das hier? Nee, das da. Das da. So, das Bild von dem Weiher, das hatte ich eben noch nicht so gut. Das bist aber nicht du, oder? Auf dem irgendwie da drin? Der da Nein, angelt? aber das dürfte die Chefin sein. Der Wuschelkopf, das ist höchstwahrscheinlich die Frau Meschliebe. Okay, da sind noch Fotos dabei, zeig mal. Ja, schauen wir mal, ein paar historische Historische Fotos. Nee. Und ich nehme an, dass das ein Onkel. Firmengründer. Echt? Ja. Wenn du es mal gerade hinlegst, genau, sei mal so nett, kann ich es besser abfilmen. Das ist der Firmengründer. Und da ist er, ihr habt ja nicht nur eingebaut davon, ne? Nein, da haben wir relativ viele von gebaut. Der hat auch schon ein bisschen einen Böschungswinkel hinten. Das war auch damals schon immer wieder Thema, dass man die Kabinen anschrägt. Dass der eben also Heckfreiheit zu bekommen, Heckfreiheit. dass man irgendwo durchfährt. Das Bild kennen wir ja schon aus dem Prospekt. Mal weiter.
Das sieht fast aus wie Originalfotos. Ja, Mit Saarbrücker Kennzeichen. Ich fasse es nicht, ja. Das mitten in Bayern. Okay. Hier SBP. Man muss auch sagen, der Firmensitz von Peugeot Deutschland, der war ja ewig in Saarbrücken. Ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Saarbrücker Nummer hat. Und ihr habt die da wahrscheinlich bekommen. Holiday Car steht drauf. Ja. Adventure, Bimobil ist hier vorne. Okay. Und ja, da sieht man, also es hat sich gar nicht so viel geändert und das ist auch gut so. Mach mal weiter. Wow, guck mal hier. Das ist aber auch nicht von uns. Das ist nicht so schlimm. Es geht ja nur um die Zeit. Also es ist nicht von euch, aber es geht nur mal darum, so sahen Autos früher aus. Ja. Und du warst ja damals mit so einem Wohnmobil, warst du ja damals der absolute Star. Denn Wohnmobile gab es ja nicht so viele, oder? Nein, es gab nicht viele. Es war eine sehr, sehr kleine Szene. Auch die ganze Infrastruktur. Da war Freistehen ja nicht irgendwas Exotisches wie heutzutage, sondern das war das, was man machen konnte. Man konnte auf große Campingplätze gehen, aber die waren auch nicht glücklich, wenn man mit dem Wohnmobil kommt. Die waren auf Zelte und Wohnwegen ausgelegt. Aber das heißt aber auch für euch damals wahrscheinlich, ihr brauchtet da gar kein großes Marketing. Du hast dich mit der Kiste dahingestellt, hast einen Bimobil-Aufkleber gemacht. Das ist allerdings heute noch so. Nehme ich mal an, ja. Das ist heute noch Bloß so. damals war es so, ich kann mich als Kind noch daran erinnern, da hast du die Kataloge per Post bestellt, hast du angerufen oder hast, glaube ich, noch einen Brief verschickt mit Briefmarken drin, dass du den Katalog zugeschickt bekommen hast. Ja. Das ist ja heute Internet. Also das haben wir damals schon übernommen. Wir haben also immer frei Haus verschickt, die Prospekte. Aber ja, wobei, wo ich bei Bimobil angefangen habe, 2003, war das auch noch so. Da gab es niemanden, der sich einen Prospekt runtergeladen hat. Da war Papier noch wichtig. Ich nehme mal an, ihr habt so ein Lager, wo so praktisch ein Archiv, Firmenarchiv, wo ganz viel noch drin ist. Wir haben alle Prospekte noch, ja. Alle Prospekte noch. Ein Belegexemplar ist jeweils da. Warte, ich zeige mal ganz kurz hier vorne. Habe ich leider nicht mehr von meinen ganzen Aktivitäten. Aber cooles Detail ist zum Beispiel hier die Lampe mit einer 12-Volt-Birne drin. Guck mal hier, Stefan. Das war damals so. Das heißt, LED gab es ja nicht. Die Oberschränke, das Furnier, da kam auch niemand und hat gesagt, hier, guck mal hier das Furnier. Ihr habt hier zum Beispiel das Furnier nicht durchgehend. Sag mal, ist von 81 ist er. Ja, 14.07.81. 14.07.81. Leichter Motorwagen. Der kam aus der Schweiz, gell? Ja. Schweizer Händler. Ihr macht viel mit Schweizern, gell? Ja. Wir haben einen sehr, sehr regen Schweizer Händler. Und wer ist das? Das ist die Firma Tataruga in Kleinandelfingen. Und wie gesagt, der macht die Generalvertretung und sind richtig gut und sehr rege. Und dementsprechend hohe Stückzahl verkaufen wir auch in die Schweiz rein. Also vielleicht vorab für alle, die das jetzt sehen, lieber Stefan, Lieferzeit ist über 2 Jahre. Also ist über 2 Jahre, ja. Ja, und Tendenz im Moment stagnierend. Du bemühst dich darum, das nochmal runterzukriegen. Es ist nicht in deinem Ansinnen, dass viele Leute übrigens sagen dann, naja, ob ich das noch erlebe, wenn ich ihn bestelle. Ja gut, du lachst so, aber die Leute, viele wollen jetzt ad hoc, wir haben eine schnelllebige Zeit. Nix für Bimobil. Nein, also Bimobil spontan kaufen geht leider nicht. Es sei denn, man hat mal per Zufall irgendwo einen Aussteller frei. Aber auch die ganze Planung, bis so ein Fahrzeug von das, was wir bauen, besprochen ist, man muss sich da auch ein bisschen Zeit nehmen. Und wir haben uns ja gestern angeschaut, wir bauen eine neue Servicehalle, wir haben ein paar Optimierungen laufen, sodass wir durchaus etwas schneller produzieren können in Zukunft, dass zumindest die Wartezeiten nicht noch länger werden. Das war damals wahrscheinlich genauso schlimm. Das ist die Gasheizung? Das ist die Gasheizung unten drunter, ja. Schön. Also damals auch eine Gas-Luftheizung mit drin. Ja. Das war aber so Standard in dem Wohnwagen, gell? Ja. Electrolux hat ja damals viel da gemacht. Die gingen über in irgendeine andere Firma, ich komme nicht mehr drauf. In Dometic oder so. Ich weiß Jetzt am Schluss Dometic, aber das ist alles ursprünglich Electrolux, ja. Sag mal, da kam aber jetzt niemand, der jetzt gesagt hat, hier das Dekor von dem Holz, das geht nicht ineinander über. Warum habt ihr das nicht aus einem Baum gemacht, durchgehend? So ein Käse braucht ihr nicht, oder? Nein, das ist Holz. Holz lebt. Und, ich sag nur, es gibt ja Maserung und nein, es ist doch schön. Ich sehe ja oft so die ich sag mal, Luxuswohnmobile für mehrere Millionen aus Amerika, wo die sich der Mühe geben, das Dekor denn so zu schneiden vom Furnier. Das Schöne ist, es ist ja gar kein Furnier, oder?
Das ist ein Echtholzfurnier. Ein Echtholzfurnier. Ist Furnier, Okay. aber das ist eine dünne, also das ist ein Pappelsperrholz, auch damals schon. Und dann kommt ein Echtholzfurnier mit 2-3 Millimetern kommt da drüber. Okay, Schublade, mach mal auf. Kurz mal gucken. Die hat tatsächlich Patina. Das heißt, das Auto hat richtig gelebt. Das Auto hat gelebt. Hatte mehrere Besitzer, war auch in einem nicht so guten Zustand. Am Schluss hat man sich nicht mehr gekümmert. Aber die Aufbereitung hat noch absolut funktioniert. So, Auch Soft. das ist normalerweise Tanne-Fichte, also eine Holzschublade, die hat irgendjemand mal schlicht und ergreifend weiß angemalt. Da war eine Holzschublade. Verstanden. Drunter, also das ist jetzt eine Hecksitzgruppe. Das Besondere hierbei ist, ich gehe jetzt mal raus. Kann man das von innen öffnen oder von außen? Nein, nur von außen. Komm, wir gehen mal raus, dann zeige ich das mal. Denn das Starke ist, dass ihr schon damals, also garantiert in den 70ern, entwickelt, dieses tolle Detail konstruiert habt mit Gasdruckfedern. Da waren damals auch schon Gasdruckfedern? Ja, die gab es damals schon. Guck mal gerade, ob das vielleicht... Das ist natürlich ein aktueller jetzt, ja. aber das war damals schon mit Gasdruckfedern. Liebe Leute. Auch diese Anbindung vom Gasdruckfeder mit dem Aluwinkel, Ja. das sieht man heute noch so. Cooles Detail ist hier, dass du hier durchgucken kannst. Guck mal, dass du... Ich meine, das hätte man ja auch zumachen können, aber da wäre, ich sag mal so, die Weite von dem Auto wäre dann wieder weg. Ich sag immer, kein Bimobil ist echt ohne dem Gewürzregal. Das ist eins der Klassiker bei uns. Auch immer noch in jedem Bimobil gibt es dieses Gewürzregal. Was auch krass ist, es riecht nicht nach Opa. Es riecht überhaupt nicht schlimm, sondern es riecht wie heute. Ja. Das ist uns wichtig, in dem Moment, wo man halt hochwertige Materialien verwendet, wie Sisal, wie Echtholz, wie hochwertige Stoffe, was soll da riechen? Ja. Den Tisch kann man rausnehmen? Den kann man rausnehmen. Mach mal bitte. Das ist ein Doppelkonus. Ja. So, Tischplatte. Ja, stopp, warte, ganz kurz. Ich will auf was ganz Besonderes hinaus, wenn die mal kurz drehst. Ich behaupte einfach mal, das ist die Originaltischplatte. Ja, das ist die Originaltischplatte. So, und das ist das Originalmuster dazu. Und die hat tatsächlich jetzt 40 Jahre überlebt. Ja. Und ich habe tatsächlich von meiner Großmutter noch ein Schneidbrett mit genau diesem Material, die sich das damals hier in der Firma abgestaubt hat. So, und die Kanten sind auch noch bis auf ein paar Kleinigkeiten. Da löst sich so ein ganz kleines bisschen ab. Nach 40 Jahren darfst du mal, oder? Ja, ich denke ja. Aber es hält immer noch. Es hält immer noch. Ja, bei 40 Jahre alte Kunststoffe haben natürlich auch irgendwann ein gewisses Eigenleben, Ja. aber es hält. Es hält. Und wenn du hier siehst, du siehst genau, wo die Leute gefrühstückt haben. Also das heißt, Ja. das war richtig in Verwendung. Weil ich glaube, man kann auch nochmal durch ein bisschen Streicheln den Effekt ändern. So, und du konntest das hier umbauen dann zum Bett. Und ich nehme an, der Tisch hat denn 2 Leben. Richtig. Entweder als Bettplatte oder, was wir auch damals mitverkauft haben, ich kann auch den Fuß unten rausnehmen. Ja. Und dann gab es für diese Stangen 3 Bein. Und dann konnte ich den Draußen. Tisch draußen hinstellen. Das habe ich schon mal gesehen. Also viele Dinge, die ja heute als sensationell verkauft werden, sodass du einen Innentisch auch außen verwenden kannst. Ich sehe schon an deinem Schmunzeln Ja, nichts Neues. nichts Neues, nein. Ganz, ganz viele Sachen, die heute noch aktuell sind, die sind seit 40 Jahren schon bei uns in der Produktion und in... Also das sieht man ganz oft jetzt natürlich im Offroad-Bereich. Das sind diese Taschen, die Ja. gemacht werden. Heute werden die angeklettet. Aber auch damals in den 70ern, 80ern, das war Standard. Wir machen die auch heute noch so. Ja. Holzleiste in die Stoffschlaufe rein und dann ins Dekor geschraubt. So, Bono K ist das Fenster. Meinst du, das ist das Originalfenster von damals? Das dürfte das Originalfenster sein. Das können wir uns gleich mal angucken. Und ja, wenn du es mal kurz abstellst, den Tisch. Darauf, oder? Nee, ruhig mal runter. Dann kann ich ein bisschen besser filmen, so Details wie zum Beispiel, was ist unter so einer Bank drunter. Stauraum? Stauraum? Boah. Ich glaube, das war beim Wohnmobil extrem wichtig, weil. Ja. Absolut. Und hier auf der Seite? Lassen wir uns überraschen, aber ich denke auch Stauraum. Und Die Aufbaubatterie. Batterie. Ja. Genau. Ein minimales Ladegerät. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Wir müssen irgendwie die Plätze mal tauschen. Ja, so super. Warte, ich drehe mal gerade mein Licht komplett auf. Dann. Es ist so hell hier draußen. Jetzt geht's besser.
ein minimales Ladegerät. Minimal heißt? Ich weiß nicht mehr, wie viel Ampere das hatte. 12 Ampere hat es. Ja. 12 Volt, 12 Ampere. Sprich Ladegerät, kleine Batterie. Und da war das Gas drin. Gasheizung. Also auch die Toilette war noch das Porta Potty zum Rausnehmen. Da war der Kleiderschrank noch so, dass man das Klo unten rausgezogen hat und sein Geschäft dann irgendwo im Innenraum gemacht hat. Ich schaue mir das gleich mal kurz an bei dir. Schönes Detail ist hier dieses Polster. Was hat das nochmal für eine Funktion? Das ist für den Kopf, wenn ich lümmel? Ja klar, wenn ich die Heckklappe offen habe und die Füße rausschauen, dann muss ich mich ja irgendwo anlehnen können. Mach mal bitte. Stefan, du darfst einmal Pate stehen. Du bist heute das Model. Ich bin das Model und darf lümmeln. Darfst lümmeln, ja. Aber keiner meiner Mitarbeiter sehen. So, das ist wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier mit Blick auf Gebirge oder Blick auf Meer. Das ist da vorne rechts, kannst du die Alpen sehen, gell? Ja, das kann ich tatsächlich. So ein bisschen um die Ecke gucken. Wir haben heute immer noch einen Föhntag. Die Berge sind heute ein bisschen näher als sonst. Sag mal, wenn du hier so rumgelümmelt hast, ja, mit diesem Setup, ich zeig's mal gerade, die Klappe ist geöffnet, es könnte sogar, ich guck mal gerade, könnte es regnen, es könnte regnen. Ja. Das ist ein interessantes Detail. Das heißt, heute habe ich immer noch Klappen von einem großen Liner-Hersteller, wenn es regnet es rein. So, gut, es ist eine Eckklappe, ist jetzt nicht so wild, aber das hier ist doch wohl, das ist ja wohl eine Frechheit, dass da, wenn du überlegst, dass du so in den 70ern das so gemacht hast und dann sind Leute da vorbeigegangen und haben gesagt, wieso habe ich das nicht? Aber auch damals schon ein kleines Vermögen, das Auto? Ich habe die Preise von damals nicht. Man kriegt aber im Vergleich zu heute, war das alles 30.000 Mark? War damals ein Vermögen. Heutzutage würde jeder sagen, gut, kaufe ich, habe ich. Ja. Gut, das waren andere Verhältnisse. Ich glaube, der Preis von 30.000 Mark wären heute 60.000, 70.000 Euro, wenn nicht mehr. Ja, und es reicht aber nicht mehr, weil es hat sich jetzt auch nochmal alles ja im Prinzip irgendwo verdoppelt. Vom ganzen Zubehör und so weiter. Also. Und das war auch so früher, Sattanlage, Solarzellen, was gibt es denn noch, was alle Leute haben? Alles nicht. Gab's alles nicht. Das kam alles erst später. Komm, wir zeigen mal noch ein paar Details, Stefan. Wir haben noch heute einiges vor, denn wir werden so viele Autos wie möglich zeigen. Denn hier unten der Kühlschrank finde ich schon mal gigantisch. Das ist ein Gaskühlschrank. Ein Gaskühlschrank, ja? Der läuft auch auf 12 Volt oder nur Gas? Der läuft auch auf 220 Volt und 12 Volt. Den konnte man umschalten. Wie damals? Wie heute. Damals wie heute. Electrolux hat sich, auch wenn man da reinschaut, das Gitter hat sich geändert. Das war's. Aber so die Kühlschränke, die ich noch kennengelernt habe, 2000, 2003, war der gleiche Innenraum. So, daneben ist dann noch ein Schrank. Mach mal auf. Also Sie brauchen nicht anrufen, ist unverkäuflich. Aber trotzdem muss man ja mal so ein bisschen zeigen. Frischwasser in Kanistern mit Tauchpumpe. War aber schon ein Spülbecken oben. Dass ihr überall Pushlock drin habt, das finde ich schon toll. Hat auch damals gehalten. So, und die Spülbecken, das ist ja original. Edelstahl, damals noch emailliert. 80er. Hübschen braun, ja. Ja, aber das kommt wieder, glaub mir das. Ja, also demnächst, ihr macht garantiert demnächst eine Sonderedition, die heißt dann, keine Ahnung, Flower Power oder so. So, hier, mach mal auf. Ist das schwer? So, hochziehen und drücken. Und dann hier. Ist so krass. Das Schlimme ist, wir sprechen jetzt über einen Oldtimer und da war ich 12. Das heißt, ich habe das noch erlebt. Da siehst du mal, wie alt ich bin. Ja, das denke ich mir auch ständig. Wenn du irgendwas siehst. Hier die Haken, die waren mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch von euch, oder? Das weiß ich nicht mehr. Die könnten auch vom Kunden gewesen sein. Okay. Oben? Guck mal hier. Wir haben uns übrigens gestern über diese Aufsteller unterhalten. Ja, das sind dieselben. Ja. Und die funktionieren noch? Ja. Gasdruckdämpfer? Ja. Oder? Federdämpfer, ja. Federdämpfer, okay. Schön. Ich glaube, wir haben fast alles gezeigt. Den Schrank haben wir schon auf? Nee, den haben wir noch nicht offen. Nee. Das war das Badezimmer. Und da war das Porta Potty. Und da unten drunter war das Porta Potty. Und das gab schon 80er Porta Potty? Ja. Okay. Hat man einfach vorgezogen. Hat dann ein bisschen Intimsphäre geschaffen. Ach, das war dafür gedacht? Ja. Und dann konnte man da mal schnell sein Geschäft machen.
Du machst beide Türen auf und hast eine Trennwand. So, und jetzt hast du hier ein bisschen Intimsphäre. Ich nehme an, da haben die noch irgendwas dann Expander, was weiß ich, dazwischen gemacht. So, dann war hier nochmal ein Kanister, nochmal mit Tauchpumpe, nehme ich an. Ja. Das heißt, ihr hattet ein Backup-System sogar, wenn die Richtig, ja. Hat es immer noch Wasser? Fail safe. Fail safe. Das ist, ja, ist das nicht genial? Guck mal hier, der Hahn, der Kleine. Ja. So, dann das Muster mal wieder, diesmal ein anderes. Oder ich überlege gerade das gleiche. Ja, Nee, ganz klar. aber gleicher Stil, sagen wir mal so. So, und hier dann der Badezimmerschrank. Ist das krass? Du machst es auf, du vermutest hier und da ist das Waschbecken mit drin. Und wenn du zumachst, ist alles weg. Das heißt, du musst es nicht sehen. Genau. Cool. Zahnbürste, sonst irgendwas, Handtücher, alles da drin weg. So, Stefan, komm, bevor die Leute hier in Tränen ausbrechen und sagen, damals war ja alles viel besser. Es gab Vor- und Nachteile. Viel einfacher. Viel einfacher. Und ich glaube, das ist ab und zu vielleicht auch mal eine Idee, dass man Camping mit der Einfachkeit wieder verbindet. Ich fahre auch voll ausgestattetes Fahrzeug, ich habe allen Komfort dabei. Aber wenn man sich mal so überlegt, die Zeiten mit dem Zelt, wo man einfach nichts dabei hatte, waren auch toll. Also ich habe ja noch einen T6 mit Aufstelldach, das durfte ich dann im Dezember, hatte ich ja 4 Wochen kein großes Auto, durfte ich dann mal machen, ging genauso. Ich hatte nur keine Dusche, muss man sagen. Also da ist der Rastplatz, wo du da einen Euro reinschmeißt und duschen kannst, der ist dann auf einmal dein Freund. Ja. Aber das war damals auch so. Ist einfach so, ja. Cool. Mein Warmwasser hatten wir hier auch nicht. Du kannst Zähne putzen und Hände waschen und mal schnell dein Geschirr spülen. Aber groß, mehr als Katzenwäsche konntest du in dem Auto nicht machen. Genau, wenn du dich mal kurz hinten reinsetzt, dann machen wir die Abmoderation. Am besten auf einem Platz deiner Wahl. Ein Platz meiner Wahl. Platz deiner Wahl, das ist der Stefan. Und ich gehe mal raus, gehe einmal noch mal kurz drum rum und werde mich von dem tollen Auto verabschieden. Anfang der 80er auf die Straßen gekommen. Wir sind bei Bimobil in Bayern. Jetzt überlege ich gerade, ist es Oberbayern, Mittelbayern, Unterbayern? Oberbayern. Das ist Oberbayern. Ich kenne das nur aus Mallorca. Was, Oberbayern aus Mallorca? Das ist eine Kneipe da. Ich war noch nie auf Mallorca. Ich war irgendwie 3-mal da. Okay. So, und hier ist der Stefan, ja, im Bimobil. Tschüss, Stefan. Tschüss, Sven.